Moin Moin aus dem Wunderland. Ich bin ja ganz frisch hier im Team Modellbau, erst seit 2 Monaten dabei. Und heute habe ich die Chance, mich mal kreativ ein bisschen auszutoben. Und als großer Filmfan oder besonders Science-Fiction-Fan hatte ich die Idee, wir machen mal einen Roboter. Und zwar könnt ihr mich dabei heute begleiten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen das heute als Kitbash. Für die, die es noch nicht wissen, Kitbash ist so eine Modellbaudisziplin, die hat auch eine ganz lange Geschichte, gerade im Film. Also die Modelle bei Star Wars, zum Beispiel die Raumschiffe, die wurden so gebaut. Also da werden einfach mehrere Modellbausätze zusammengehauen, ne, und dann einfach, wie man Lust hat oder wie man es cool findet, neu kombiniert. Und das haben wir früher auch hier im Wunderland viel gemacht. Ne? Da wurden aus 2 Häusern einfach 1. Und deswegen fand ich das eine schöne Idee. Und ich bin einfach mal in den Shop gegangen, habe mir hier 2 Modelle rausgesucht. Und zwar sind das Baumaschinen, weil auch der Roboter, den wir jetzt zusammen bauen, wird so eine Baumaschine. Einfach, ne? Also ein bisschen fantastisch. Und zusätzlich habe ich mir noch hier diesen Arm von zu Hause mitgebracht. Den finde ich einfach total geil und der soll mich dabei so ein bisschen inspirieren. Und in der Findungsphase schaue ich mir einfach mal alle Teile so ein bisschen an, gucke auch, vielleicht spricht der Bausatz auch mit mir, ne? Sagt mir eigentlich, was er mal werden möchte. Wenn ich mir dann einigermaßen sicher bin, wie das Ganze aussehen soll, fange ich auch einfach an, die Teile zusammenzukleben. Dabei entstehen dann auch nochmal andere Sachen, was man sich vorher gar nicht so im Kopf hatte. Das ist dann auch nochmal interessant. Ja, ich komme eigentlich aus der Werbung und habe als freiberuflicher Compositing-Artist und Illustrator gearbeitet. Und ein Compositing-Artist, der macht eigentlich nichts anderes als so ein Modellbauer. Ja? Der benutzt Bildmaterial aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel was Fotografiertes und was Gerendertes, und baut das zusammen in eine Komposition. Und was anderes machen wir hier als Modellbauer eigentlich auch nicht. Und ich bin auch ursprünglich mal gelernter Tischler, deswegen gefällt mir das handwerkliche Arbeiten auch natürlich super gut. So, und jetzt geht es auch schon direkt zum Grundieren. Ich habe in dem Fall eine weiße Grundierung genommen, weil das ganze Teil wird nachher gelb. Ne? Kennt man ja so von so ganz vielen Baggern und Planierraupen, das ist so eine typische Farbe. Und für gelb muss man einfach eine weiße Grundierung haben, es geht nicht anders. So, dann habe ich das Ganze mit der Airbrush koloriert. Die Airbrush mag ich einfach unglaublich gerne, weil die macht einen schön gleichmäßigen und feinen Farbauftrag, und für Gelb passt das einfach am besten. Und beim Altern habe ich mir mal so einen richtig verrosteten Look vorgestellt. So eine Baumaschine, die wird einfach hart drangenommen, ne? Da platzt der Lack ab, das ist einfach ein hartes Leben, und das wollte ich gerne zeigen. Am interessantesten am Wunderland finde ich eigentlich die ganzen unterschiedlichen Charaktere, die man hier auch kennenlernt und die hier arbeiten. Ne? Das reicht vom Architekten wirklich bis zum Zahntechniker, ist alles dabei, und das ist super spannend und jeden Tag einfach wieder was Schönes.
ich 2 Zentimeter groß wäre, dann würde ich im Wunderland auch in Hamburg leben. Ich bin einfach echter Hamburger Jung, ist meine Heimat und auch der Abschnitt hier gefällt mir besonders gut. Der hat halt ganz alte Elemente, so aus der Anfangszeit des Wunderlandes und dann hat er sich auch einfach noch weiterentwickelt. Da ist die Hafen City, die Elbphilharmonie dazugekommen, wie einfach auch in echt und das finde ich super schön. Deswegen kommt der kleine Racker natürlich auch nach Hamburg auf die Großbaustelle. Ich finde, der ist richtig geil geworden, der passt da perfekt hin. Deswegen gehen wir da jetzt mal hoch. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Guten Rutsch, frohes neues Jahr, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.